Hey, ich bin Daniel und ich baue in Sims. So, und heute baue ich den Friedhof in Ravenwood hier weiter. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir fliegen hier nochmal durch, weil es ist ein bisschen länger her. Ich habe hier ein Grundstück 64x64 in der Welt Ravenwood natürlich, wie der Name schon sagt, auch auf dem ursprünglichen Friedhofsgrundstück. Und das habe ich so ein bisschen hübscher gemacht, wie ich finde. Aber ich baue in dieser Reihe auch mit allen Packs, ne? Und aber hauptsächlich mit dem Leben- und Tod-Pack. Aber hier sollen auch andere, ja, Kreaturen und so weiter unterkommen. Und wir fliegen hier erstmal in die Kapelle rein. Das geht ein bisschen langsam, wir fliegen mal so rein. Und die habe ich gemacht, mit den Dächern, sehr nice. Und dann haben wir hier für Beerdigung natürlich jede Menge Platz. Hier müssen wir nochmal ran, da haben wir erstmal so grob eingerichtet, ne? Hier kommen auch noch Klos rein hier. Und da haben wir so eine Bücherregal-Geheimtür, da geht es dann nach unten in den Untergrund. Und da haben wir so eine Art Krypta. Und das Ganze ist hier unter der Kapelle, auch wieder so, ne, mit den Grundmauern. Ähnlich wie oben auch von der, ne, dass das so rund ist. Und hier haben wir dann die Särge und dann noch so ein paar Kerzen, so ein bisschen diese schönen neuen Spandrillen aus Leben und Tod und da dann auch nochmal so ein paar Grabstellen und Gedenkstätten. Sehr nice. Und dann haben wir oben, jetzt ein bisschen schöner, so unseren Blumenbereich. Erstmal so ein Brunnen, ne? Hier und da, hier war so Pflanzen, so ein bisschen Wuhubusch hier auch noch dabei. Dann hier solche Gräber, dann haben wir hier noch so eine Urnenstele hier auch noch dabei. Und ja, hier ist noch grob so da hinten. Dann haben wir noch so Tierfriedhof und noch so ein paar andere Gräber mit so Statuen und sowas. Jemand hat sich auch so einen Forstfriedwald gewünscht. Und ja, hier auch noch so ein paar. Müssen wir noch gucken. Letztes Mal in der Baufolge haben wir hier die Gräber ausgehoben. Das ist auch so ein bisschen so dekomäßig, ne? Natürlich hier auch soll natürlich die Stimmung rüberkommen. Und hier haben wir dann auch solche hübschen Gräber gestaltet. So kann man es natürlich machen. Und die kann man dann claimen. Also wenn man einen Sim zum Friedhof bringt, kann man sagen, hier, du bist da und so. Das geht ja alles ganz gut durchs Gameplay. Da können wir gleich mal so ein Trauergesteck hier drauf machen. Ich habe auch ein Sim heute dabei. Dann können wir nämlich gleich mal auch wieder mit der Toolmod so ein bisschen was machen. Da hinten haben wir nämlich die Krypta. Und, also das Krypta-Objekt. Und da möchte ich natürlich auch noch so ein bisschen mit den Steinen und so habt ihr euch gewünscht, dass ich das ein bisschen schöner mache. Genau, jetzt hat er hier den Sarg dekoriert. Und dann können wir da nochmal mit den Steinen heute noch ran, dass es so ein bisschen schöner aussieht. Da oben nochmal ein bisschen weiter bauen. Hier sind dann auch noch so normale Gräber. Das sind so die neutralen Gräber, ne? Hier sind so ein bisschen die hübscheren Gräber. Also so ein sehr diverser Friedhof, da ist alles dabei irgendwie. Und da dann noch so ein bisschen für die Gießkannen haben wir da vorne am Vorplatz. Da haben wir auch noch so einen Brunnen ganz schön. Ich finde das ganz schön mit so Wasserlauf so ein bisschen und hübsch dekoriert. Und da haben wir dann auch noch mal, ne, so ein paar Wasserstellen und Krams hier für den Friedhof, was man so braucht. Ja, hier ist auch noch so ein bisschen grob, ne, ein bisschen roh und grob hier alles, so ein bisschen Pläne haben wir da. Und hier ist dann noch ein Eck und da bauen wir dann noch den Kreaturenbereich. Der ist natürlich auch noch nicht fertig, wie man sieht. Und da gibt es dann auch für Meerjungfrauen einen Bereich und für Vampire und für Werwölfe und was wir sonst so alles so haben. Und ja, so ist der Kontrast hier dann auch gedacht. Wir haben so ein bisschen so ein geschlungenes Wegelayout und da geht es dann mehr so trampelpfadmäßig rein, haben wir uns überlegt. So, liebe Leute, dann würde ich schon mal sagen, ja, Daumen hoch, es geht los. Vielen lieben Dank euch. So, dann holen wir gleich mal hier die Cheats aus der Mottenkiste raus. Und zwar mit dem Baby.Ignore Gameplay Unlocks Entitlement. Der längste Cheat ever. Wir gucken, dass ich den auch richtig schreibe hier. Ja, und dann können wir nämlich den Baby.Show Live Edit Objects auch noch eingeben für die Weltendeko-Objekte. Den brauchen wir eigentlich hauptsächlich sogar. Und da können wir mal reingehen. Ich will mal gucken in Leben und Tod, was es da gibt an Steinen. Wie gesagt, ich würde ja gerne mit Leben und Tod hier hauptsächlich bauen. Damit wir, ja, möglichst das Pack halt auch mal gucken, was wir da alles haben, was man da benutzen kann. Da ist auch der Gruselbaum hier wieder unterwegs. Dann können wir nämlich gucken, dass wir hier... Da ist auch schon schöne Zäunchen. Bin ich schon wieder am Überlegen, ob man da vielleicht für diesen Bereich, das sieht gerade so geil aus, Baby.Move Objects, dass wir damit so mit so Deko-Zäunchen was machen. Das Blöde ist immer bei diesen Deko-Zäunchen, dass die Sims da durchlatschen können.
Manchmal. Das ist ja so ein Manchmal-Ding. Aber dann könnte man auch, also man kann ja Zäune eigentlich so nicht machen, ne? Also, dass man die mal so ein bisschen dreht und so, ne? Und wenn man das hier mit dem macht, und dann kann man das so ein bisschen so einen Zaun zu bauen, der so ein bisschen verratzt auch aussieht, ne? So ein bisschen krumm, so ein bisschen schief und ich glaube, das könnte ganz gut hier aussehen. Wenn man da dann noch so ein schönes Eingangstor macht oder irgendwie was, ne? Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Mal überlegen, ob die da, das ist wahrscheinlich nur so, dass die da gar nicht durchlatschen können, ne? Da müssen wir nochmal gucken, wie die Sims da sich verhalten. Also in der Regel können die durch die Debug-Objekte durchlaufen. Ich würde jetzt mal einfach ein paar rausplatzieren, damit wir die auf jeden Fall mal haben. Weil die kann man immer nicht kopieren, wenn man die einmal platziert hat. Und dann können wir da so ein bisschen diesen Bereich einzäunen. Oder ein bisschen was mit Pflanzen oder so machen, ne? Dass das so ein bisschen schöner aussieht. Ich glaube, das reicht mal von der Anzahl her. Ich nehme mal nochmal 1, 2 extra. Und dann könnte man das hier so ein bisschen einzäunen. Also der, traut man sich rein, so dieser Bereich. Dann kommen wir mal weiter runter. Gehen wir zu den Steinhöhen. Das ist so ein schönes Sachen hier auch mit der Ziege hier. Das ist auch ein cooles Objekt. Aber die steht auch in der Stadt, ne? Da muss man mal ein bisschen aufpassen. Hier diese Mondblumen. Das ist auch so gut. Bella wird sich freuen hier. Bella Grusel. Ja, Mondblumen ist auch so ein bisschen, ja, verrucht. Oh, das habt ihr auch noch geschrieben. Wir brauchen noch so ein bisschen Erde. Ja, die ausgehobene Erde hier für diesen Bereich hier. Können wir auf jeden Fall mal machen. Ich würde es bei einem belassen. Oder ich würde es hier mal hin. Das sieht hier so ein bisschen aus wie Baustelle dann, ne? Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann haben wir... Oh, das ist auch nicht schlecht. Dann könnte man das vielleicht auch mit dem machen, dass man da so durchgehen kann. Ja, das passt ja auch ganz gut dazu, ne? Weil wir können das auch vielleicht mit Objekten oder mit Pflanzen, dass die da nicht durchlaufen können, dann so zumachen. Und ich glaube, das könnte ganz gut wirken. Okay. Sollen wir den Sarg eigentlich auch nochmal auf so ein Podest stellen oder ist das eher für Indoor? So ein bisschen die Frage. Das ist auch, glaube ich, eher jetzt nur so ein Deko-Sockel. Das geht gar nicht. Okay. Sollen wir mal die Steine suchen? Haben wir da überhaupt Steine? Oh ja, dann wird das hier und das auch. Das gibt es aber auch schon im Base-Game tatsächlich. Und da haben wir... Oh, das ist viel zu groß. Nee, das ist nix. Okay, das ist nix hier mit den Steinchen. Dann gehen wir mal... Ich glaube, da war da nochmal irgendwo Steinchen. Ich glaube, dann gehen wir mal in... Wir gucken mal in Hunde und Katzen, glaube ich. Gibt es ganz schöne Steinchen. So zum... Die da... Ja, die passen nämlich farblich auch ganz gut. Ja, sind so ein bisschen verratzt. Sagen wir mal, wann kann man das denn hier hoch und runter schieben? Das ist mir aber auch neu. Ist aber neu hier. Die waren sonst viel zickiger, du. Was ist denn hier passiert? Haben die da was geupdatet, liebe Leute? Aber das ist ja nicht normal hier, oder? Haben die da was von dem Object Placement geändert? Das ist ja mal interessant. Das ist ja mal echt interessant. Das Schöne ist immer, man kann die für euch auch als Tipp, ne? Das heißt ja auch Baut und Tipps. Haha. Man kann die hier so übereinander auch machen, ne? Die oberen müssen natürlich weiter innen sein und man kann die ja dann einmal verkleinern. Und dann dann kann man das so terrassenartig das aufbauen sich, ne? Und dann ist das so ein bisschen schöner einfach, ja. Weiß nicht, wie anders sagen. Und dann sieht es auch nicht so geklont aus, wenn man da mehrere nimmt irgendwie. Das sieht dann, glaube ich, ganz gut aus. Aber das ist ja mal ideal. Da muss ich jetzt gar nicht mehr mit der Toolmat so blöd herum. Die ist gerade nicht geupdatet, richtig, weil ja, der Twisted Maxi macht, glaube ich, irgendwie, ich weiß auch nicht, gerade ein bisschen Pause oder so. Sei gegönnt natürlich, ne? Nicht hier falsch verstehen. Aber, ja, die ist nicht buggy, also die funktioniert noch, aber man hat halt so UI-Fehler, also in der Oberfläche, das ist nicht so schön irgendwie. Das ist nicht so schön. Wir können da auch noch ein bisschen rein. Upsala. Ja, genau, dann geht das auch noch mal hier so ein bisschen. Es ist nicht immer nur so außenrum geklebt und fertig, sondern hat noch so ein bisschen Tiefe.
Hinten ist es auch nicht so wild, würde ich jetzt mal sagen. Da können wir so ein paar reinmachen. Aber ich würde das jetzt, glaube ich, gar nicht mal so sehr hier gestalten, weil da hinten guckt eh kein Sim. Mehr kein Sim hier. Können wir den fast wieder sparen. Ja, und je mehr Objekte man ja immer platziert, desto blöder ist es potenziell für Lags und so, ne? Bei schwächeren PCs vor allen Dingen. Und da ist weniger dann einfach mehr, wenn es nicht nötig ist. Das ist immer ein Kompromiss auch. Hier sind wir sehr nah am Grundstücksrand. Wenn ihr das hochladet, ich kann euch nur empfehlen, das nicht zu tun. Weil wenn ihr es platziert aus der Galerie, dann kann es sein, dass die Objekte verschwinden. Jetzt in dem Fall macht es nichts, außer wir haben also es hat keine Kästchen, dieses Objekt. Das heißt, es hat nur in der Mitte quasi so ein Punkt, ne? Der muss auf dem Grundstück sein. Aber bei anderen Objekten, wie bei dem, da dürft ihr das nicht so über den Rand, sonst kann es sein, die Galerie verschluckt oder es sieht nicht, dass es zum Grundstück gehört oder nicht mehr zum Grundstück gehört. Und dann ist es so ein bisschen blöd. Wenn das dann weg ist, ne, dann baut ihr schön und nachher ist die Hälfte da weg. Ist natürlich auch nichts. Ein bisschen gucken, mit Alt gedrückt halten, da kann man die ja frei verschieben. Ich würde es mal eins kleiner machen auch. Wenn man das hier ist so und dann packen wir davor nochmal eins drüber. Ob es das dann falscher hier? Ist auch nochmal eins kleiner hier, ja, so ist gut. Wenn wir da, ich glaube, das passt so, ja. Dann sieht es natürlicher aus, ne, wenn das nicht alles so flach ist. Und dann haben wir hier den grünen Hügel. Ich würde da, glaube ich, auch nochmal eins oder so reinsetzen, dass das hier nochmal ein bisschen angelehnt ist an diesen Fels, an diese Felsthematik. Oder da nochmal eins, irgendwie mal gucken. So ein bisschen geschlungen hier machen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Das könnte da gut so ein bisschen durchwachsen irgendwie. Dann lassen wir hier nochmal ein kleines verstecken hier. Das mal so. Ja, das ist ganz gut. So machen wir das. Okay, Vorsicht, Abhang. Ja, wirkt vor allen Dingen nachts natürlich krypta, ist ein bisschen wieder der creepy Part dieses Grundstücks. Ihr habt euch ja gewünscht, ne, dass es so teilweise creepy ist und teilweise schön und so ein bisschen diese Richtung. Und deswegen mache ich das auch natürlich. Ja, ich probiere jetzt hier gerade noch zu gucken, welche Objekte da nicht so zickig sind. Da fällt mir der Stein gerade auf. Ist immer ganz gut, wenn man noch so ein, zwei andere Steine auch irgendwie platziert. So ein bisschen ausreißermäßig. Dass man das hier natürlich auch so ein Stück weit abstützt. Könnte sein, ne? Sonst sieht es immer so komisch aus, wenn der Stein gleich runterkracht. Aber die schweben immer potenziell in der Luft und das ist halt nicht so geil, ne? Das ist dann immer so ein bisschen schwierig mit den Objekten, weil die halt nicht richtig da rein, ja, da reingehen in den Boden. Und hier gern auch nochmal so ein bisschen anderen Stein. Mal gucken, dass der hier immer noch so ein kleiner einzelner Stein. Das fällt natürlich gleich auf, wenn der schwebt. Okay. Ich glaube, so ist ganz gut. Dann lasst uns jetzt dann das Grünzeug hier anbringen. Setzt das genauso so ein bisschen da rein. Aber das hat mich jetzt echt gewundert. Habt ihr das schon mal, habt ihr da was geändert oder ist das tatsächlich bei diesen Hunde- und Katzensteinen einfach anders? Weil das fand ich jetzt schon sehr spannend, muss ich sagen. Kaschieren wir hier ein bisschen die Ränder und sorgen gleich dafür, dass die Sims da nicht latschen können. Ja, immer ein bisschen gucken von allen Seiten, sonst das ist aber auch bei den Pflanzen so, sag mal. Die verhalten sich auch anders. Die waren vorher auch weiter oben, ne? Das ist ja mal cool jetzt. Also das muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir jetzt aber. Weil das ist wirklich irgendwie, die haben da irgendwas geändert beim Placement. Das ist eine coole Sache hier. Mhm. Haben wir das so. Jetzt machen wir hier noch ein paar mehr rein. So. Ja, so ist, glaube ich, ganz geil. Und jetzt hätte ich gern da noch so einen Stein hier. Da muss nochmal so einer hin. Und mal kurz gucken, ne? Da ist nur da vorne der Dings, ja. Und dann lasst uns da hinten noch einmal so einen Wuhu-Busch. Den können wir nicht klonen.
Dann gehen wir mal in Toiletten rein. Oder was könnte man da hinten noch für schöne Sachen sonst machen? Der ist, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen der dunklere. Was könnte man da noch für schöne Sachen hinten ran machen? Oder der sieht nicht so, fällt nicht so auf, ne? Wenn wir den... Müssen wir auch mal ein bisschen aufpassen, weil damit müssen die Sims auch interagieren können. Die brauchen da relativ viel Platz bei diesem Objekt. Deswegen gebe ich dem ein bisschen mehr Luft hier auch. Damit die Sims hier auch sich hierhin bewegen können. Okay, würde ich mal so machen. Okay, it's okay, it's alright. Goodie. Ja, schön. Das sieht doch schon mal viel besser aus da hinten. Das ist doch geil. Mit den Säulen, mit den Fackeln und so. Richtig gut. Hier ist so ums Eck rum, ne? Hier ist noch der Pfad da nach hinten. So überlegen. Und da wollten wir ja auch nochmal, da habe ich euch auch gefragt, was machen wir denn da? Was ist denn hier? Da ist noch nichts. Was machen wir denn hier? Da können wir auch nochmal vielleicht so ein geheimes Grab oder so machen. Lasst uns da nochmal so ein vergessenes Grab oder irgendwie, wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie so ein bisschen zugewachsen ist oder so, wo keiner genau so weiß, what's up here? Ja. Vielleicht keine Angehörige mehr oder irgendwie sowas, ne? Da kann man sich so eine Story so ein bisschen stricken. Dann müssen wir wieder immer auf ganz sanft gehen, würde ich echt empfehlen, weil sonst sieht es einfach scheiße aus. Können wir hier noch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ein bisschen moosig. Ja, das ist ganz gut. Und der ist so ein bisschen versteckt da hinten, ne? Ist jetzt nicht wirklich versteckt, aber so ein bisschen versteckt schon. Wir können den auch nochmal hier so irgendwie ein bisschen rüber machen. Dann ist der noch so ein bisschen weg hier vom... Ja, fällt nicht so arg auf dann. Dann lasst uns da nochmal so ein paar Büsche reinsetzen da hinten an den Rand. Ein bisschen kleineren noch. Darf ich dich nicht verkleinern? Warum nicht? Ah, das ist wieder wegen dem Tool hier, ne? Wenn wir woanders hin, dann geht's wieder. Ich habe mich jahrelang gefragt, wieso geht das Vergrößern, Verkleinern nicht? Das ist, wenn man in dem Malen-Tool drin ist, tatsächlich. Weil man kann hier mit den Tasten, wo man normalerweise vergrößert, verkleinert, ne? Natürlich den Kreis vergrößern, verkleinern. Und wenn man ein Objekt anpackt, dann ist man nicht automatisch in der Kategorie drin, hier, ne? Sondern bleibt bei dem und dann dreht sich das hier groß und klein und nicht das Objekt. Dann kannst du hier mit der Pipette, dann ist man hier drin, ne? Und dann geht's auch wieder. Es ist schon, ja, das Spiel halt, wa? Das Spiel. Es macht's an. Da denkt man sich manchmal, komm, wieso? Und wenn man es dann rausfindet, denkt man, ah ja, okay, macht ja eigentlich Sinn. Hast du eigentlich recht, liebes Spiel. So ein paar Zackendinger hier noch ran, ne? Ja, ist gut. Okay. Ja, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Was hatten wir denn noch? Ist schon wieder alles so lang her. Sollen wir jetzt mal, komm, dann machen wir mal hier den Zaun weiter. Ich finde das gerade so cool, weil das so... Ja, hier machen wir das Schild, das machen wir, glaube ich, weg, oder? Ist das auch mit schönen, mit so ein bisschen grau... Das ist mir noch zu schön fast schon, ne? Ich hätte ja gern so ein dunkles. Da passt nichts von der Farbe. Das Bläuliche ist auch ein bisschen zu bläulich. Würde ich einfach das Dunkle nehmen. Wieso gibt es denn da wieder kein Schwarzes? Könnte man hier nochmal so eine Art Tafel oder sowas anbringen. Das ist ja auch, das wissen viele auch nicht, ne? Wir haben ja diese komischen Schilder und ihr denkt sich immer, was ist denn das? Aber die passen da voll gut auf das Schild auch drauf. Also man kann da quasi was drauf platzieren. Das ist so ähnlich wie aus Pferderanch, wo man ja diese Dinge an das Tor hinpacken kann. Gibt es da nur eine Farbe? Was ist denn das? Vielleicht könnte man dann hier nochmal... Die gehen da gar nicht rauf, ne? Da gehen nur manche drauf. Das ist anders so ein bisschen komisch, irgendwie dieses Schild. Weiß man nicht so genau, was das soll. Ja. Bisschen blöd irgendwie. Ja, ich würde es glaube wegmachen. Das sieht nicht so gut aus. Das
Stört hier sogar ein bisschen, finde ich. So, jetzt kommt unser verrutschter Zaun hier weiter. Das mal so. Ups, das ist natürlich auch hier schwierig. Weil das Objekt, das dreht sich hier um die eine Seite. Ne? Andere Objekte drehen sich ja in der Mitte, wenn man die anpackt. Aber diese Zäune da, die sind da... Ah, Mann. Die sind da so ein bisschen zickig. Zickig. Mal den Dings hier so nach... Ja, den können wir nach außen machen. Ja, der Zaun ist ein bisschen anders, ich weiß. Vielleicht hat man das Zauntor mal... Hier kommt das wieder mittig. Hat man das Zauntor mal erneuert oder so. Mal den mal weg. Dann könnte er auch noch ein bisschen größer sein. Das mal hier weiter. Und hier ein bisschen eingewinkelt wieder. Ich mag das, wenn das so, wisst ihr, so ein paar Kanten da drin. Der ist nicht ganz so rund. Also nicht so... Man kann ja immer nur in eine Richtung bauen. Also die Zäune. Gerade oder schräg. Aber so ein Zwischending gibt es ja nicht. Und ich glaube, damit ist es auch so ein bisschen besonders. Dass wir nur gucken, dass die Sims da durchlatschen können. Hoffentlich. Ja, jetzt geht es natürlich wieder nicht auf. Wer hätte es gedacht? Also als Tipp, falls ihr auch mal sowas baut, fangt am Haus an. Und wenn es hier ausläuft, dann könnt ihr den Baum ein bisschen versetzen. Hätte ich auch machen können, aber habe ich nicht dran gedacht. Vielleicht denkt ihr dran. Okay, mal so. Gut, vielleicht können wir da auch, das müsste eigentlich gehen, entweder was davor stellen oder wir packen den Zaun, das müsste ja da reingehen unter das Ding, ne? Ach, da rutscht er dann hoch jetzt. Mal den einmal rumdrehen. Okay, das auch. Ich dachte, wenn der nur die eine Grundfläche hätte, dann wird es gehen. Okay, dann müssen wir was davor stellen. Packen wir doch gleich das Fass davor hier. Merkt keinen Sinn, dass der Zaun hier aufhört. Genau. Okay. Okay. Hier können wir auch nochmal so ein bisschen was. Dann können wir es... Das ist nicht so ganz offensichtlich. Ah. Weißt du. Gerade hat es doch geleuchtet. Yes. Dann können wir das hier so ein bisschen noch jetzt an den Baum hier hin. So. Und ja gut, Ding will Weile, wa? Wir bauen ja auch nicht hier, um schnell fertig zu sein, sondern wir bauen ja hier, um das schön zu haben. So, wäre da das so ein bisschen abgeschlossen. Dann packen wir da nämlich noch so eine Art Baum oder irgendwie sowas auch hin, dann ist das ganz gut. Okay, dann gucken wir mal nach dem Layout. Also der ist sehr geil, den hätte ich auf jeden Fall gern. Der ist wirklich cool, den hätte ich echt richtig gern hier irgendwie. Dass wir hier vorne so eine Art Rundplatz nochmal machen. Dann, ja, wir müssen die Wege nochmal neu planen. Hier hätte ich gern auch beim Eingang noch so ein bisschen dieses Flair hier. Können wir nämlich gleich hier noch so diese Kreaturen-Area hier, wie so ein, fast schon wie so ein Tor, ne, so oben drüber, so. So, dass es so ein bisschen drüber wächst hier. Oben drüber wächst, ne, so wie so ein Eingangsding. Diese schönen Pflanzen, dann haben wir hier den Unterstand. Den würde ich irgendwo hier hin machen. Dann haben wir den Brunnen. Der Brunnen muss ein bisschen weiter weg. Der ist ja so nice irgendwie. Das ist der Wunschbrunnen. Das ist richtig gut. Wenn wir den da nicht... Haben wir schon geguckt, glaube ich, ne, wegen den Farben. Da gibt es keine schöne Creepy-Farbe. Vielleicht nehmen wir dann einfach... Also die bewachsene hätte ich schon ganz gern. Vielleicht grauen da dann, ne? Ja. Oder den grünen. Ja, wir haben jetzt eher so grauen Stein. Dann würde ich den nehmen. Dass wir den irgendwie
Ja, noch die Bäume da hinten, die sind so riesig. Und vielleicht machen wir den dahin oder kommt man da... Das ist ein bisschen versteckt, aber das sieht man den dann, wenn man hier in der Kapelle ist, sieht man den dann, ne? Wobei, der ist das so ein bisschen dann... Ja, ich glaube, so ist ganz gut. Muss man ein bisschen suchen. Ich mag das, wenn man so spielt und dann nicht alles gleich ersichtlich irgendwie. Hier haben wir ja dieses Viech da, ne? Das können wir da so reinsetzen irgendwie. Das sieht dann aus, wie wenn der hier auf so einem... Der hat leider unten so diesen Dings da dran. Auch, glaube ich, ganz cool, wenn man so ein bisschen da rum und dann sieht man die Eule da. Ich glaube, das wirkt ganz geil. Lassen wir dich gleich da, wenn das schon so gut aussieht. Ja, und die würde ich, glaube ich, tatsächlich auch auf den Boden packen. Und die so ein bisschen hier. Ja, das müssen wir bei Nacht machen dann auch. Jetzt machen wir mal kurz die Aufteilungsplanung. Machen wir hier. Das ist bei mir Vampir, würde ich sagen. Dann werde ich mal so. Jetzt haben wir einmal hier Vampirurne, ne? Oh, die geht auch da oben drauf. Das ist ja toll. Das wusste ich gar nicht. Passt das so, dass das hier irgendwie hinter dem Vorhang... Können wir auf jeden Fall eine platzieren. Muss ich nur mal gucken, dass wir den... Grabstein. Jetzt nehmen wir mal... Ich glaube, dass der ganz gut ist. Und... Der ist auch ganz schön. Ja. Wir gucken mal im Live-Modus. Da kann man, glaube ich, switchen, ne? Kann man da nicht switchen? Mal gucken. Grab. Gucken wir mal kurz nochmal hier auch. Hier kannst du nicht ändern. Die anderen kann ich doch ändern. Ich dachte, die konnte ich ändern. Ups. Bitte schwören können, die kann ich ändern. Haben wir doch schon geändert, oder? Ah, der geht anders. Einzeigen als, ne? Guck mal, ob ich den kopieren kann. Da kann ich den ja ändern. Weil da gibt's nämlich den da, genau. Den hätte ich gern. Genau. Okay. Dann haben wir gleich nochmal ein paar, dann wissen wir, dass die funktionieren. Dann nehmen wir hier die da, nehmen wir die hier gar nicht, glaube ich. Jetzt nehmen wir einen von denen. Und die machen wir dann so rüber. Ja. Das sind wieder Grabstein schubsen hier. Ding. Verschieben. Dann machen wir hier rechts 2 davon und links 2 davon. Würde ich mal sagen. Das ist so ein bisschen hier so die Bewacherin. Und da sind so die Gräber. Ich glaube, ich würde hier... Haben wir da auch die? Da gibt es da auch jetzt so schöne auch. Es wird ein bisschen voll, sonst auch, ne? Ein bisschen schmutzig, ne? Das ist aber am geilsten noch. Ja, ich glaube, ich würde es mal probieren. Ich finde das immer blöd, wenn der da so drauf steht. Ich finde, das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Ich würde die gerne immer dahinter stellen irgendwie. Ich glaube, bei den Vampiren lasse ich es mal so. Und das können wir dann bei den Werwölfen oder so machen. Was haben die denn für Grabsteine? Müssen wir gleich mal gucken. Grabsteine hier. Grabstein. Das war Magier, Meerjungfrau. Das ist der aus Leben und Tod. Sind alle aus Leben und Tod. Das ist der, genau. Oh, der sieht gut aus. Der passt aber auch nicht so wirklich. Doch, auf die Erde vielleicht, wenn das so moosig ist. Ja, wir machen da voll die Vielfalt hier. Brauchen wir nochmal ein paar mehr. So. Warte, wissen wir, was ich hier mache? Toolmod gibt es ein extra Tutorial, also
Das wäre jetzt, würde jetzt ein bisschen hier zu weit gehen. Ups, jetzt klicke ich schon wieder falsch. Grabstein, Werwolf. Ja, machen wir auch mal 4 Stück. Dann können wir die auch mal gleich einplanen. Da kommen wir hier rüber. Hier. Dann haben wir hier der Werwolf. Da haben wir auch die Urnen, ne? Die sehen so aus. Auch ganz schön. Dann können wir vielleicht mal das hätte ich, glaube ich, gern bei der Meerjungfrau. Da könnte man so ins Wasser das irgendwie reinstellen. Müssen wir mal gucken. Dann brauchen wir noch ein bisschen Space. Dann nehmen wir das hier für den Werwolfskreis. Das finde ich hier ganz gut. Dann machen wir das so. Ja, machen wir das so. Und dann machen wir das so. Und dann werde ich das mal so machen im Vierergespann. Das wird ein bisschen voll, aber ist okay. Wir müssen da am Rand ein bisschen aufpassen, ne? Dass wir da wollte ich ja eigentlich noch Pflanzen und irgendwas am Rand platzieren. Dann machen wir das einfach über Kreuz. Also angewinkelt machen wir das so. Dann kommen wir auch nicht so sehr in den Weg rein. Machen wir das so. Und schön nah an den Dings hier ran. In der Mitte wächst dann irgendein Baum oder irgend so ein... Oh, da machen wir den Gargoyle-Ding rein. Der ist ja gut. Wo ist es denn? Werwolf. Ja, Gameplay-Pack, Mensch. Das ist wieder so blöd, ne? Ich hätte gern wieder mal ein Gameplay-Pack. Da gibt es auch noch dieses andere Zwerge da. Natürlich auch nicht so schlecht. Da gibt es diesen Gargoyle in Vampire da. Gargoyle. Das ist der Werwolf. Okay. Ja, das ist der Werwolf. Ja, das ist eher so ein Wandobjekt, aber ich glaube, ich würde das hier trotzdem in die Mitte packen. Das kann man doch so machen, oder? Das ist gut. Der Bewacher der Werwölfe. Vielleicht können wir das auch... Sollen wir 2 machen, rechts und links? Oder wir nehmen einen und tun den so nach hinten irgendwie. Ist der hier so der... Das hat schon was Creepy-mäßiges. Jetzt überleg mal, wir machen hier Nacht. Ho. Ja, ho. Hey ho, let's go. Komm mal hier mit. Und hier die Wölfe. Können wir ja... Ach, das änderst du jetzt automatisch, du Nudelspiel. Wieso? Seit wann macht der ohne, wenn man es draufstellt? Ja, wahrscheinlich ist es so gedacht, ne? Ja, okay. Auch nicht ganz ein Kreuz. Wenn man ehrlich ist, irgendwas stimmt hier auch nicht ganz. Ist egal. Sieht so ein bisschen verwuchert aus. Dann machen wir ich hätte die Ohren gerne da oben drauf gestellt. Ich glaube, da brauchen wir nochmal so einen Tisch dann. Können wir ja eigentlich gleich den hier auch nehmen. Ist das hier? Oder welcher passt da? Das ist zu hell. Wieso gibt es da kein Grauen? Das Grauen. Das Grauen der Grauen. Gucken wir mal kurz. Der ist der, aber der ist schmutzig. Ja, dann nehmen wir halt den. Wenn wir das so machen. Ist zu groß. Ja, ich dachte irgendwie so oder was, aber das sieht nicht so gut aus. Ja, wobei... Wenn es nicht mehr so untouched, dann geht's eigentlich. Oder wir machen die in die Mitte, dann kann man die halt nicht benutzen, aber... Ist das der Urwerwolf oder so, der Großvater? Der wird hier bewacht. Na, ich habe den eigentlich jetzt höher gestellt, aber das sieht jetzt so aus, wie wenn der... weil da die Pflanzen rausgucken.
Der ist mir ein bisschen zu groß. Dann machen wir den einfach ohne Sockel da rein. Da ist das nur ein Deko-Ding. So. Wird die Energie zurückgeflossen. Keine Ahnung. So. Okay. Klappt, es wird. Dann nochmal die Ruinen haben wir jetzt noch rausplatziert. Die sind auch ganz schön. Ja, das ist ganz gut auch als Abgrenzung. Dann nehmen wir die. Da gibt es auch noch die langen. Die langen. Ja, gibt es die langen. Die so hier noch so ein bisschen als Abgrenzung. Nicht vollständig, aber so ein bisschen hier und da, ne? Ja, würde ich machen. Können wir hier nochmal so einen Sarg drunter. Das wird gut. Das wird gut, wenn wir das noch schön beleuchten dann auch noch und so. Das wird, glaube ich, richtig gut. Gucken, dass wir den hier auch nochmal klonen. Wir den gleich auch. Machen wir den hier ran und da ran. Yes. Jetzt habt ihr so eine Richtung, wie ich das mir vorstelle. Jetzt können wir mal gucken, wie das hier so wird. Wenn es dann Nacht ist. Machen wir mal. Yes, das wird richtig gut. Schön ist auch immer, wenn man was baut, also wenn man dann Lampen nimmt und die dann einfärbt natürlich. Aber ich will jetzt glaube mal gucken, ob wir das so ein paar Kerzen auch noch haben oder die Fackeln. Weil das hat natürlich auch was. Stimmt, wir haben auch noch die gehabt. Sind die Fackeln? Sind die bei Stehlampen? Stehlamps. Fackel die Wand an hier. Wo haben wir die denn? Da. Ah, richtig gut. Wenn wir die schwarz-rostigen da. Die können wir dann... Ja, ich will es nicht so nah an die Grabstellen hin, aber dass wir da vielleicht hier so eins machen. Das Blöde ist auch ein bisschen, dass die so hoch sind, ne? Aber ich dachte, wir können die vielleicht hier verstecken. Wenn wir da nochmal so ein bisschen die Fackeln. An diesen... Oh, da brennt seine Hand ab. An diesen, ne? Wo diese Erhöhung hier ist. Dann machen wir die dahin. Und dann können wir mal gucken, dass wir... Wir müssen erstmal den Weg irgendwie planen. Aber ich packe da mal ein paar Fackeln hin. Machen wir kurz mal Live-Modus. Gerade voll windig. Ja, war schon wieder. Ja, jetzt kommt nämlich das Feuer raus in einem Live-Modus. Das ist ganz gut. Bisschen lame. Wobei, wir könnten es auch hier ein bisschen düsterer lassen und die Fackeln zu mehr in Richtung Vampire. Dann hat das nochmal eine Besonderheit irgendwie. Ja, da müssen wir eh noch gestalten hier auch, aber ne, vom Thema bin ich gerade so ein bisschen am gucken, wie wir das machen. Ich glaube, ich würde die Werwölfe eher... da nehmen wir dann, das ist auch ganz cool. Wenn wir noch die Mondlampe hier nehmen. Eigentlich ist das süß gemacht. Ja, wenn man die Mondlampe hier... Gibt es ja auch in weiß? Ist das weiß, oder? Das ist weiß. Können wir mal die in weiß? Über die... Wäre so ein hinteres Ding hier. Ja. Ist doch schön. Ja, diese Kerzen hier natürlich brauchen wir. Das ist auch sehr doll. So ein bisschen gruftmäßig. Und schön. Ja, so ein bisschen Totenkult, ne? So in die Richtung gehen die Kerzen, finde ich immer, das hat was. Und das, was ich eigentlich meinte, ist, jetzt kommen wir zurück, man kann ja die Farbe einstellen, ne? Und ich würde das, glaube ich, mal so machen, dass wir hier eher so ein kühles Licht nehmen, so ein Mondlicht. Können wir mal, lass mal gucken.
dann verstecken wir mal kurz nach. Gucken, wie das... Das leuchtet sehr, sehr krass. Ja, das ist schon auch ein relativ weißes Licht. Dann packe ich mir hier mal so ein paar hin. Ja, seht ihr den Kontrast jetzt an diesem Ding? Das sieht so geil aus. Und dann können wir dieses Licht wirklich mal auf kalt... Ups. Auf kaltes Licht hier stellen. Also kalt blau. Und dann haben wir da so ein bisschen dieses Mondlicht, finde ich. Sieht das aus wie Mondlicht. Man kann die Lampen ganz gut auch verkleinern. Das macht gar nichts. Das Licht bleibt gleich groß quasi. Ja, und die dann einfach verstecken. Dann kann man da dann rein verstecken. Mal gucken, ob man die drehen ist wichtig. Also das ist das Licht. Das geht nicht ringsrum, ne? Gleich immer. Bei jeder Lampe ist immer anders bisschen auch. Da muss man auch ein bisschen probieren und gucken. Ja, jetzt haben wir da so einen schönen Kontrast von diesem Rundell. Wenn das dann schön gesprüht ist und alles, ich glaube, das kommt richtig gut. Und hier würde ich dann eher in das Orange-Rot gehen. Also Blut und so, ne? Ich will auch mal eine Rot-Orange machen. So. Die auch eigentlich. Die muss eh mal ein bisschen gelblicher, weil das ist orangiger. Die dann so und zack. Und zack. Yes. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben noch. Wir müssen mal gucken, aber dann haben wir hier so Kontraste. Und das möchte ich da probieren, ein bisschen unterzukriegen. Wenn das schöner dekoriert ist, sieht das dann auch mal ganz anders aus. Jetzt ist es natürlich voll... Aber ne, von der Idee her, das so als Tipp, damit mal so ein bisschen rumspielen, als sie auch was baut. Und dann gibt das so eine ganz andere Stimmung. Da weiß man gleich, da ist Vampir hier. Hier ist Werwolf und so, ne? So richtig, das hat was. Sonst machen wir noch weiter. Wir haben ja, glaube ich, noch mehr Jungfrauen. Dann können wir da irgendwas mit Wasser machen. Hier haben wir extra noch viel Platz dann auch. Und dann haben wir noch die Simbotter, die Robot-Servos und die Aliens, ne? Die brauchen wir auch noch. Wir mal gucken, ob wir den auch noch so ein Ding... Was ist das? Magier. Ja, das brauchen wir auch noch. Ja, das wird doch ein bisschen eng vom Platz, aber so ist es. Aber ja, bei dem Magier können wir diese schöne Rose auch, diese Mondblattrose. Ah nee, das haben wir für die Magier, ne? Gedacht. Wobei die eigentlich zu den Werwölfen gehört, ne? Ist natürlich auch cool, wenn man die da in die Mitte reinsetzt. Das Mondblatt. Da könnte man das auch so machen, dass das Glas in der Erde, also dass das Ding hier in der Erde ist. Und dass das da dann rauswächst quasi, ne? Nicht auf diesem Sockel da steht. Geschützt ist es trotzdem, vielleicht mit so einem Zauberschild. Wie heißt das? Das gab es früher ganz oft in diesen Serien und Filmen. Mit diesem Schutzschild aus Energie oder was, ne? Ja. Okay. Ich glaube, das wird richtig gut. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen, dann immer her damit. Zeigen Sie mir, was Sie hier noch gern hätten. Da können wir überlegen, ob wir das so ein bisschen auch noch hier gestalten irgendwie. Ja, das wird, glaube ich, ganz gut. Also wir machen das noch schön hier. Keine Angst, das bleibt so nicht. Auch den Boden müssen wir noch sprühen, müssen wir Pflanzen hin und auch so ein paar Grabhügel, diese Erdhügel. So. Und hier machen wir auch noch, sprühen wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen Pflaster mehr noch. Dann machen wir hier die Ecken für die anderen Kreaturen noch. Hier haben wir auch noch ein bisschen Space. Können wir mal überlegen, ob wir hier dann vielleicht die Magier reinsetzen. Ja, die Aliens sind so ein bisschen arg kitschig. Die würde ich dann... Können wir vielleicht auch dahinter irgendwie machen.
Das sind eher so technikmäßig, ne? Die müssen auch mit den Dings hier zusammen, mit den Robotern. Da hätte ich gerne aber die Meerjungfrauen hier nämlich. Gehen wir mal hier mit Robotern und Aliens in die Richtung. Oh, habt ihr diesen neuen Film gesehen? Neu ist der jetzt auch nicht wirklich, aber so ein bisschen neu. Wild Robot ist so geil. Unbedingt angucken. Ich lieb's. Wirklich so ein schöner Film. Mann, Mann, Mann. Okay. Dann können wir noch überlegen, ob wir diese Dinge überhaupt noch nehmen oder nicht. Hat ja schon was, ne? Wenn man so ein bisschen dieses Düstere da so sieht und so. Bisschen wie so eine Schlucht. Wir müssen auch einen schönen Grabstein reinstellen oder so. Hätte auch was für... Vielleicht auch für die Meerjungfrau, ne? Dass das so eine Bucht ist irgendwie. Das ist so eine Klippe am Wasser oder so, ne? Und den großen, da müssen wir mal überlegen, ob wir den echt noch nehmen. Der hat schon was, das ist auch neu. Ich hätte den schon ganz gern, aber ich weiß noch nicht genau wo. Der ist echt so riesig. Ich glaube, ich mache den eins kleiner. Ich den gern hier noch. Dann haben wir da gleich eine Abtrennung. Okay, ich wollte jetzt eigentlich aufhören, als bin ich immer noch voll dabei hier. Leute, was sagt ihr? Kommentiert's mir, wie ihr das findet. Nächstes Mal geht's weiter mit dem Ravenwood Friedhof oder jetzt auch noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Vielen lieben Dank. Bis denn. Tschüss.